So the last of these four aspects that set out by Padmasambhava is primordial Buddhahood. Und der letzte dieser 4 Aspekte, die von Padmasambhava entworfen und eingebracht worden sind, ist die ursprüngliche Buddhaschaft. He points out that if the Buddha potential or Buddha nature, Buddha quality in all beings was not complete in itself, Und er stellt darin dar, dass wenn das Buddha-Potenzial oder die Buddha-Natur, das Buddha-Wesen, alle Wesen nicht schon in sich selbst vollständig wäre, then it would be something to be acted on, dann müsste es etwas sein, woran man arbeiten müsste. and therefore it would be modified and it would not be intrinsic. Dann wäre es etwas, was man modifiziert hätte und daher nicht was nicht innewohnend wäre. Our Buddha potential, it doesn't need any ripening. Dieses Buddha-Potenzial braucht keine Reifung, It's always already ripened. es ist immer schon gereift. It's not that we have to integrate ourselves into the primordial ground. Und es ist auch nicht so, dass wir uns selbst in diesen ursprünglichen Grund integrieren müssten. Rather, we have to disintegrate the fantasy that we are apart from the primordial ground. Was wir brauchen, ist lediglich die Fantasie, dass wir von dem ursprünglichen Grund getrennt sind, auflösen. There is nothing to be done, Es gibt da nichts zu tun. but there might be quite a lot to be undone. Aber es kann eine Menge von Dingen geben, die rückgängig gemacht werden müssen. Which is why when you read in the different texts about the path being that of relaxation, Und das ist der Grund, warum man in den verschiedenen Texten nachlesen kann, dass der Pfad in dem Weg der Entspannung besteht. don't be so busy, Seid nicht so geschäftig, don't mobilize so quickly. mobilisiert euch nicht so schnell. Stay present with how it is. Bleibt gegenwärtig in dem, wie es ist. Then the how it isness shows that it's already complete Und dann wird das, wie es ist, schon zeigen, dass es bereits vollständig ist. and nothing needs to be done. Und dass nichts getan werden muss. So these four aspects are our aspects. Also diese 4 Aspekte sind unsere Aspekte. So we can start to see, oh, I am obscuring myself. Wir können also anfangen zu sehen, dass es wir selbst sind, die uns selbst verdunkeln. It's not that I have to find clarity. Es ist nicht so, dass ich Klarheit finden muss. Clarity is implicit or intrinsic. Die Klarheit ist implizit oder intrinsisch in uns. Obscuration is adventitious. It started at a time and maintains itself through activity and is always dissolving. Und es ist die Verdunklung, die zufällig ist, die irgendwann angefangen hat, die sich selbst durch ihre eigene Aktivität aufrechterhält und immer am Auflösen ist. So we should always be kind to ourselves Wir sollten also auch immer gütig zu uns selbst sein. and of course kind to other people. Und natürlich auch gütig zu anderen Menschen. It's unlikely that our lives will get better if we hate ourselves or drive ourselves or force ourselves. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass unser Leben in irgendeiner Weise besser dadurch wird, dass wir uns selbst hassen, dass wir uns antreiben, dass wir uns zu irgendetwas zwingen. We are already on the inside. Wir befinden uns bereits innerhalb. We are within the Dharma Dhatu, within the sphere within which the Buddhas recognize all phenomena. Wir sind innerhalb des Dharma Dhatu, der Sphäre, in welcher die Buddhas alle Erscheinungen erkennen. But our own concepts place us apart on the outside. Aber unser eigenes Konzept ist es, was uns dann draußen lokalisiert, auf der Außenseite. So, rather than relying on concepts Statt uns also auf Konzepte zu stützen, to give us meaning, to give us the resources for construction, um uns Bedeutung zu verleihen, um uns die Ressourcen für Konstruktion zu geben, we should rely on the impermanence of concepts, sollten wir uns besser auf die Vergänglichkeit von Konzepten stützen, on their vanishing, auf sozusagen uns auf ihr Verschwinden verlassen, to show us directly that there was never anything there to apprehend. um uns zu zeigen, direkt zu zeigen, unmittelbar zu zeigen, dass es niemals etwas gab, was verstanden werden müsste. When we sit in the practice, thoughts, feelings, sensations, all kind of experiences arise Wenn and wir, pass. wenn wir in der Praxis sitzen, dann werden Gedanken, Gefühle, Erfahrungen
Empfindungen alle als Erfahrung aufkommen, aber auch wieder verschwinden. We tend to be unbalanced. Wir neigen dazu, aus dem Gleichgewicht zu We sein. tilt towards the arising. Wir neigen uns dem Erscheinen zu. What is it? Was ist es denn? Is it good? Give me more. Is it bad? Give me less. Ist es gut, dann will ich mehr. Ist es schlecht, dann will ich weniger. But if you just tilt slightly in the other direction and focus on the vanishing, Wenn ihr euch aber ein bisschen zu der anderen Richtung neigt, zu dem euch fokussiert auf das Verschwinden, whether it seems good to you, it's vanishing. Whether it seems bad to you, it's vanishing. ob es uns gut erscheint, verschwindet es, ob es uns schlecht erscheint, es wird auch verschwinden. Oh, these are vanishing phenomena. These are moments. Das sind also verschwindende Erscheinungen, das sind Momente. It's my own mental activity which injects them with the delusion of substantiality. Es ist meine eigene mentale Aktivität, die sie ihm sozusagen wie in eine Spritze gibt, uns dann an ihre dauerhafte Substantialität zu glauben. This is the opacity of my own mind. Es ist also die Undurchlässigkeit meines eigenen Geistes. Of course, we need thoughts to think with, Natürlich brauchen wir Gedanken, die wir denken können. but we don't need thoughts to think with in order to be clear. Aber wir brauchen keine Gedanken, damit wir denken können, um klar zu sein. Clarity is preconceptual. Klarheit ist vorkonzeptuell. It's the immediacy of the revelation, Es ist die Unmittelbarkeit dessen, was sich zeigt. in which this moment is niched within everything. Und darin ist jeder Moment eingebettet in allem. It is this that allows an intuitive appreciation. Und das ist das, was eine intuitive Würdigung möglich macht. And now maybe we look a little bit at the nature of unawareness or ignoring. Wir werden jetzt ein bisschen auf die Natur des Nichtbewusstseins, des Ignorierens schauen. There is only, or put it this way, all phenomena have the same ground. Und sozusagen alle Phänomene, alle Erscheinungen haben denselben Grund. The virtuous, shining aspects and the painful, unethical aspects all have the same ground. Die tugendhaften, die strahlenden Aspekte, aber auch die schmerzlichen, die nicht ethischen Maßstäben genügenden Aspekte haben alle denselben Grund. They are empty. Sie sind nämlich leer. They're empty of inherent existence. Und was sind sie leer? Von einer innewohnenden Existenz. They are the showing of the ground, Es ist lediglich eine Schau des Grundes and the ground is neutral. und der Grund ist neutral It is indifferent. oder indifferent. If something beautiful arises, something ugly arises, it's just a force. Wenn etwas Wunderschönes da entsteht oder etwas Hässliches entsteht, ist es einfach ein Entstehen. The ground is pure, that is to say, it's undefiled, unmarked, or unchanged. Der Grund ist rein, mit anderen Worten unverschmutzt, ungekennzeichnet, unverändert. But it's important to see that it's not the ground of ethics. Aber es ist wichtig zu sehen, dass es nicht der Grund der Ethik ist. Ethics belongs to the field of manifestation. Ethik gehört zur Manifestation, zu dem Feld der Manifestation. The ground is even. Der Grund ist ebenmäßig. Again, there are so many words in the Tibetan language for evenness, equality. Im Tibetischen gibt es so viele Wörter für Ebenmäßigkeit, Gleichheit. So, when we do the practice, we want to open to the ground, we become indifferent. Wenn wir also die Praxis machen und dem Grund gegenüber offen werden wollen, dann müssen wir indifferent werden. The ground is already complete. Der Grund ist vollständig bereits Opening to the ground is basic satisfaction, und sich dem Grund gegenüber zu öffnen, ist grundlegende Befriedigtheit, contentment. Zufriedenheit. We have everything. Everything is enough. Wir haben alles und alles ist eigentlich genug. If everything isn't enough, then you imagine that there are some special things.
Wenn alles aber nicht genug ist, dann fangen wir uns vorzustellen, dass es dann auch ein paar besondere Dinge für uns gibt. And so we're drawn into particularization, Und dann sind wir in Vereinzelung hineingezogen, setting this against that. indem wir dieses gegen das andere setzen. And so the polarities arise. Und dann entstehen die Polaritäten. Only one thing, many different things. Nur eine Sache oder viele Sachen, Good, bad, gut, schlecht, right, wrong, high, low, sweet, sour. gut, schlecht, richtig, falsch, hoch, tief, süß, sauer. The polarities become the organizing media through which we interpret pretty much everything in our world. Und diese Polaritäten werden zu dem organisierenden Medium, durch das wir die Welt so ziemlich vollumfänglich interpretieren. Endlessly we feel that phenomena can be located inside our interpretive structure. Ohne Ende haben wir das Gefühl, dass die Phänomene, die Erscheinungen innerhalb unserer interpretativen Struktur irgendwo verortet werden können. On a scale of 1 to 10, how is your anxiety this week as compared to last week? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du deine Ängstlichkeit diese Woche einschätzen, wenn du es mit der letzten Woche vergleichst? This is an invitation to abstract, Das ist natürlich eine Einladung zur Abstraktion, to think about your situation, zum Nachdenken über meine Situation, which in itself may have some kind of placebo effect, Das kann natürlich an sich schon eine Art von Placebo-Effekt haben, because you can't think about it if you're immersed in it. denn du kannst nicht darüber nachdenken, wenn du darin sozusagen eingetaucht bist. It's just an indicator of how we can locate all phenomena in relation to polarities. Und das indiziert darauf, wie man alle Phänomene in Bezug auf Polaritäten lokalisieren kann. Polarities are the flavor of duality. Aber Polaritäten ist der Geschmack von Dualität. And duality arises as soon as something occurs. Und Dualität entsteht, sobald irgendetwas erscheint. So the first moment of unawareness or ignorance is the arising of the one-thisness or the singular thisness. Sodass der erste Augenblick diese Unbewusstheit oder der Unwissenheit, Ignoranz darin besteht, dass da dieses das eine als ist, als Daseinende erscheint. In Tibetan, Dagni Chikpu indicates something like this alone. Dagni Chikpa auf Tibetisch, was darauf verweist, dass dieses eine alleine da ist. So if we think back to our helpful image of the mirror, Wenn wir also wieder an dieses hilfreiches Bild vom Spiegel denken, the reflections are all in the mirror. die Reflexionen befinden sich im Spiegel. Let's say you're looking in the mirror Sagen wir schauen in den Spiegel and you suddenly see that there's a big red pimple on the end of your nose. und dann sehen wir plötzlich, dass es da diesen großen roten Pickel auf der Nasenspitze gibt. What is Was ist denn das? So this is the first level of ignorance. Something is there. Das ist sozusagen die erste Stufe der Ignoranz. Irgendetwas ist da. You've still got your face and a pimple. Added value. Ihr habt immer noch euer Gesicht, aber jetzt habt ihr Gesicht und Pickel sozusagen einen Mehrwert. But your face is abandoned because you're focused on the pimple. Aber das Gesicht wird aufgegeben, weil wir uns ausschließlich auf diesen Pickel konzentrieren. It's as if the pimple is something existing by itself. Als ob der Pickel aus sich heraus, in sich heraus existieren würde. So there is a moment of the emergence of something. Das ist dieser Augenblick, wo irgendetwas auftaucht. It emerges in the mirror like awareness. Und auftauchen tut es in dieser spiegelgleichen Bewusstheit. It emerges like the wave from the ocean. Es taucht auf wie die Welle aus dem Ozean. The ocean emerges as the wave. Und der Ozean zeigt sich als die Welle. But it can appear that the wave is other than the ocean. Aber es kann so erscheinen, als sei die Welle etwas anderes als der Ozean. So there is a kind of, oh. At this point there is no subject or object. Da gibt es ein gewisses Erstaunen. An diesem Punkt gibt es noch kein Subjekt oder Objekt. But this somethingness
Aber diese Etwasheit becomes like a noun. wird wie ein Sachwort, It's something that can be related to, wie etwas, worauf man Bezug nehmen kann, attribution of qualities. wo man gewisse Eigenschaften attribuieren kann. And so you have the beginning of accumulation. Und da haben wir den Beginn einer Anhäufung. When you look at the wave, it just goes back into the ocean. Wenn wir die Welle anschauen, dann fällt sie wieder in den Ozean zurück. But if you're a surfer, you're looking for the big wave. Aber wenn du Surfer bist, dann schaust du nach den großen Wellen. You get ready, oh, that's the one. Und dann machst dich bereit, wenn die richtige kommt. And you remember, oh, that kind of wave, this is what I do. Diese Art von Welle, erinnerst du dich, ist genau das, was ich brauche, um das zu tun. So the apprehension of the wave as special, as different, allows the formulation of this is my chance. Und die Wahrnehmung dieser Welle als etwas Besonderes gestattet die Formulierung, dass das jetzt meine Chance ist. And on the basis of this, you have what's called co-emergent ignorance. Und auf der Grundlage dessen wirst du das haben, was man als die konvergente, die gleichzeitig entspringende Unwissenheit bezeichnet. In which the emergence and the ground of the emergence are together. Darin ist das Aufkommen und der Grund dieses Aufkommens zusammen, Inseparable, untrennbar, yet seemingly separable. und doch scheinbar getrennt. Like you look in the mirror, you fixate on the reflection. Du schaust in den Spiegel, du fixierst dich auf die Reflexion. Without the mirror itself, there would be no reflection. Ohne den Spiegel selbst gäbe es keine Reflexion. But it's as if the reflection becomes figural and the mirror recedes into the background. Aber es ist so, als ob die Reflexion, die Spiegelung, der Vordergrund werden würde und der Spiegel selbst zieht sich in den Hintergrund zurück. Now there is no actual hiatus or tear or separation. Es gibt hier in Wirklichkeit keine Trennung oder keinen Riss. It's an experience generated by attention. Das ist eine Erfahrung, die lediglich durch Beachtung erschaffen wird. When you focus on the pimple, your face is still there. Wenn du dich auf diesen Pickel konzentrierst, ist dein Gesicht ja immer noch da. But it's as if the pimple is the important thing. Doch scheint es, als ob der Pickel das Wichtige wäre. It's taking more attention. Es beansprucht mehr Beachtung. You project all sort of things into it, thoughts in relation to it. I don't want to get to work with this damn thing on my nose. Man kann da viele Gedanken drauf projizieren, diesbezügliche Ideen entwickeln. Zum Beispiel, ich will nicht in die Arbeit mit diesem verdammten Ding auf meine Nasenspitze gehen. So you start to get a swirling of mental phenomena, which themselves are all arising and passing. None of them are enduring, but by their swirling motion, they create the sense of something being particularized. So dass wir eine Wirbelbewegung von verschiedenen mentalen Phänomenen bekommen, von denen ja jedes Vergängliches aufkommt und vergeht, aber durch ihren Wirbel, den sie da veranstalten, bekommt dieses partikuläre Ding ein besonderes Gewicht. In the traditional example, on a dark night, if you have a fire outside and you take a burning piece of wood and turn it around your head, you see a circle of fire. Das traditionelle Beispiel dafür ist, dass wenn man in eine dunkle Nacht einen glühenden Stock aus dem Feuer nimmt und ihn im Kreis dreht, wir dann tatsächlich einen Feuerkreis sehen. There is no circle. Aber es gibt keinen solchen Yet it Kreis. appears to us to be the case. Und doch erscheint es uns, als sei es der Fall. Because of the rapidity of the circulation of the burning tip. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der die brennende Spitze im Kreis fährt. In the same way as mental phenomena appear to be distorted by the density of this one thing. Und in der gleichen Weise, wenn die mentalen Erscheinungen scheinbar verzerrt werden durch die Dichtheit dieses einen Dings, They get bent around its kind of gravitational pull. das wird sozusagen verbogen, umgebogen durch die gravitative Anziehung. And therefore there seems to be more stuff. Und daher scheint es so, als wäre da mehr Zeug drumherum. At this stage there's no organization.
In dieser Phase gibt es hier keine Organisation. The instant clarity of a million leaves in front of your eyes Die instantane Klarheit der Millionen von Blättern vor unseren Augen is lost geht verloren. when you start to think, but what is that? Wenn du anfängst darüber nachzudenken, was ist es denn? You know, is that leaf bigger than the other one? Ist das ein Blatt vor dem anderen? This against that? Dies vor oder gegen ein anderes? Mental processes becoming sticky and cumulative. Mentale Prozesse werden dann klebrig und häufen sich zu Häufchen. The text describe it as a thickening. Die Texte beschreiben das als eine Verdichtung. Just as on a fine summer's day you see these little wisps of cloud. An schönen Sommertagen sieht man manchmal diese kleinen beginnenden Wolken. And then gradually they can coalesce. Und allmählich können die sich so zusammenfügen. And then you can no longer see through the cloud, it starts to thicken. Und dann kann man durch die Wolke nicht mehr sehen. Sie wird zu dick, verdichtet sich And darken. und auch verdunkelt sich. And it takes on a somethingness which makes it appear outside the sky, different from the sky. Und sie nimmt sozusagen eine Etwasheit an, die sie als anders als der Himmel und etwas Getrenntes vom Himmel erscheinen lässt. So the stuffness or the thingness of things is our interpretation. Und diese Zeugheit oder Dinglichkeit von Dingen ist nichts als unsere Interpretation. Because we're losing the felt sense of the open ground, which is inclusive, which like the mirror never lets the arisings jump out of it. Denn wir verlieren den offenen Grund der Erscheinung, die immer inklusiv ist, wie der offene Spiegel, der niemals seine Erscheinungen aus dem Spiegel springen lässt. Now we're bewildered by stuff. Sind wir jetzt durch Zeug verwirrt. And we have to start sorting out the stuff. Und wir müssen jetzt das Zeug sortieren. And that involves mental processing, which is the third level of ignorance, the ignorance of naming everything. Und das involviert ein mentales Verarbeiten. Und das ist die dritte Stufe der Ignoranz, die Ignoranz des Bezeichnens. And of course the thingness, the subtle sense of the thingness of the thing is reinforced by injecting a name into it and then attributing values which you then take to be inherent in the object. Und natürlich die subtile Dingheit von Dingen wird verstärkt, indem man Wert hineinspritzt durch Benennung. Und das heißt, das wird stabilisiert als ein Objekt, das dann aus sich selbst heraus zu bestehen scheint. So the world then becomes full of particularized entities, each having their own defining qualities. Die Welt wird dadurch voll von spezifischen Objekten, von denen jedes eine definierende Eigenschaft hat. And we take the quality of the object as indicative of its own particular essence. Und wir nehmen die Eigenschaft oder Qualität des Objekts als etwas, was die Essenz, ihre Besonderheit anzeigt. So we say, these plums are sour. Wir sagen dann, oh, diese Pflaumen sind sauer. Ooh, I don't like them. Ich mag sie nicht. So they become bad. Sie werden dann schlecht. Why are they sour? Warum sind sie sauer? Because of the nature of my palate. Das liegt daran, wie mein Gaumen das empfindet. And if I have a predisposition to sweetness, Wenn ich eine Neigung zum Süßen habe, I'm going to react strongly against it. dann werde ich stark dagegen reagieren. Usually the palate of children is quite accentuated towards sweetness. Für gewöhnlich ist der Gaumen von Kindern sehr stark auf Süßes ausgerichtet. As you develop with age, your savory tastes become more interesting. Wie du dich mit dem Altern entwickelst, wird dein Spektrum von Geschmäckern interessanter. So the subjective or emotional response to the seeming sourness of the plum depends on your age and your family's tradition of what you eat. Sodass die subjektive emotionale
Reaktion auf die Säuerlichkeit der Pflaumen davon abhängt, wie alt du bist, wie deine Familientradition ist, was ihr gegessen habt. We're sure the plum is sour. Wir aber fühlen und sind uns sicher, dass die Pflaume einfach sauer ist. But of course the sourness is relational. Aber dieses Sauersein ist natürlich bezüglich, For me, relationell. this sourness is there in the plum. Für mich ist die Sauerheit in der Pflaume. But the sourness of the plum is my interpretation. Aber das Saure der Pflaume ist eigentlich meine Interpretation. For someone else, it won't seem so sour. Für jemand anderen ist die Pflaume gar nicht so sauer. Or they will be happy that it's sour. Oder sie werden vielleicht sogar glücklich darüber sein, dass sie sauer ist. Many people like sour cherries. Viele Leute mögen Sauerkirschen. So, when we observe ourselves and the functioning of our own mind, we can start to see how we are not mere observers on a world that is already formed and out there. Wenn wir uns also selbst beobachten und beobachten, wie unser Geist funktioniert, dann merken wir immer mehr, dass wir nicht bloße Beobachter einer Welt sind, die schon vor uns formiert ist und einfach da draußen ist. We haven't somehow arrived after the creation of the world. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie nach der Schöpfung der Welt angekommen sind. We're not just the audience. Wir sind nicht einfach das Publikum. We are participants Wir sind Teilnehmer in the co-creation of the emergence of what we take to be our world. und zwar in der gemeinsamen Schaffung dessen, was wir für unsere Welt nehmen. Everything is interrelated. Alles ist wechselseitig bezogen. On the basis of how I am, this is how this appears to me. Auf der Grundlage, wie ich bin, ist es, wie die anderen Dinge mir erscheinen. Something that would be pleasurable when we're happy might not be at all interesting when we feel sad. Etwas, was vielleicht angenehm wäre, wenn wir glücklich sind, könnte unter Umständen, bei denen wir traurig sind, als nicht so schön erscheinen. Someone might say, yeah, but you always like that. Jemand könnte uns dann sagen, aber du hast es doch immer gerne gemocht. Oh, I'm not in the mood today. Ich bin heute nicht in der Stimmung. Okay. So, I'm shifting. Das heißt, ich verlagere mich ständig. My attribution of liking and not liking are moving according to hormones in my body, general health, the state of my liver, whether I've got a cold and so on. Meine Attribuierung von Mögen und Nichtmögen verändert sich die ganze Zeit gemäß dem Zustand meines Körpers, meiner Gesundheit, dem Hormonenlevel, dem Zustand meiner Leber, ob ich vielleicht erkältet bin und so weiter. So this is something we have to investigate for ourselves. Und das ist etwas, was wir für uns selbst untersuchen müssen. It's so quick and easy to project meaning into objects. Geht so schnell und geht so einfach, Bedeutung in die Objekte zu projizieren. And that gives you the sense of being defined in yourself as well. Und das gibt dir wiederum den Sinn, in dir selbst genauso definiert zu sein. But when you look, you start to see, I am an emergent phenomenon. Aber wenn du beginnst zu schauen, dann beginnst du auch zu sehen, dass du selbst ein emergentes Phänomen, eine emergente Erscheinung bist. In an emergent field of phenomena. In einem entspringenden Feld von Erscheinungen. Some people love the heat, some people don't like the heat. Manche Leute lieben Hitze, andere lieben die Hitze nicht. Some people like the idea of the heat, but when it gets hot, they don't like it. Manche Leute lieben die Idee von Hitze, aber wenn es dann tatsächlich heiß wird, dann mögen sie es nicht mehr. So we can see for ourselves, oh, I am a potential which is activated in relationship to many other arising factors. Und so können wir für uns selbst sehen, dass wir in Wirklichkeit ein Potenzial sind, das erst durch die Beziehung zu vielen verschiedenen anderen Faktoren aktiviert wird. I am always already part of the emergent field. Ich bin immer schon bereits ein Teil dieses entspringenden Feldes. I am within. Ich befinde mich darin. So my feeling tone of being an outsider, being alienated, being a bit anxious, worrying about what people think of me.
Und diese Gefühlstönung, draußen zu sein, etwas entfremdet zu sein, ängstlich zu sein, sich zu sorgen, was andere Leute über mich denken, is generated by my interpretation of myself, which is against or contrary to the fact of how it actually is. wird generiert durch die Interpretation meiner selbst, die eigentlich den Tatsachen, wie es tatsächlich ist, entgegensteht. Our mind is naming, interpreting and evaluating. Unser Geist benennt, interpretiert, bewertet. And this judgment creates further reification. Und diese Urteile, die verewigen, die verfestigen das weiterhin. Objectification. Verdinglichen das, machen es zu Objekten. Delimitation. Begrenzen Dinge. Which of course we can apply to ourselves. Und das können wir natürlich auf uns selbst auch anwenden. We can say, oh, I'm a stupid person. Wir können sagen, oh, ich bin ein Idiot. I don't understand this Dharma. Ich verstehe diesen Dharma nicht. Whether you understand it or not, you're not a stupid person. Ob du ihn jetzt verstehst oder nicht, bist du deswegen kein Idiot. Stupid person is a conclusion. Stupid, ein Idiot ist einfach eine Schlussfolgerung. The theater hasn't closed. Das Theaterstück ist noch nicht abgeschlossen. The show is still running. Die Show läuft noch. You may be a little bit stupid today, maybe tomorrow. Shining, rainbows, oh. Heute bist du vielleicht Idiot, morgen bist du vielleicht strahlend und Regenbögen kommen aus dir raus. Our capacity fluctuates. Unsere Befähigung schwankt. Maybe something's difficult. Manche Dinge mögen schwierig für uns sein. If that's the case, we have to offer ourselves to it again and again in different ways. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir uns dem sozusagen immer wieder widmen, immer wieder anbieten. This is the co-emergent dynamic. Das ist die gleichzeitig entspringende Dynamik. If we have that, then we find the synergy of the field. Wenn wir das haben, dann werden wir die Synergie des Feldes auch finden. But if I retreat into myself, Wenn ich mich aber in mich selbst zurückziehe, oh, this is too hard for me, I don't understand. das ist zu schwer für mich, ich verstehe das nicht. I thought Buddhism was going to be easy. Ich dachte, Buddhismus wird einfach sein. Then we have sequence after sequence of conclusions, solidifications. Dann haben wir eine Reihenfolge nach der anderen von Schlussfolgerungen, von Verfestigungen. This is not for me. Das ist nicht für mich. Who are you? Wer bist du aber? Well, I'm me and I don't fucking like it. Shut up. Ich bin es aber und ich mag es verdammt nochmal nicht und halt die Klappe. We come to a definition. Und dann kommen wir zu einer Definition. This leads us into the fourth level of ignorance, Und das führt uns zu der vierten Stufe der Ignoranz, which is called the ignorance or the unawareness of being unawake to the functioning of karma. und das ist die Ignoranz oder Unwissenheit, Unbewusstheit in Bezug auf das Funktionieren des Karma. Which means that karma basically means activity which has immediate results and long-term consequences. Und Karma bedeutet Aktivität, die sowohl unmittelbare Resultate als auch langfristige Konsequenzen hat. So we do something and there is a result, we get praised or blamed. Wir machen etwas und dann gibt es da ein Ergebnis und wir werden entweder gelobt oder getadelt. But the mobilization, mental, emotional, somatic, required to engage in that activity has elicited and reinforced certain patterns. Aber die Mobilisierung, die von mentaler Art, von körperlicher Art, von gefühlsmäßiger Art, die notwendig war, um überhaupt in diese Aktivität einzutreten, hat auch gewisse Musterbildungen in Gang gesetzt. This can happen if we are primarily the actor in the action or the recipient. Das kann sowohl passieren, wenn wir vorwiegend der Handelnde dieser Handlung sind oder der Empfänger dieser Handlung sind. Because our structuring is very malleable. Denn unsere Strukturierung ist sehr formbar. So very often if people have had
some experiences of sexual abuse in childhood, in early childhood, say. Sehr oft ist es also so, dass wenn Menschen die Erfahrung sexuellen Missbrauchs in ihrer Kindheit, insbesondere in ihrer frühen Kindheit hatten, afterwards they may be in quite a safe situation, there's no incentive, no provocation. könnte es sein, dass sie danach in einer ziemlich sicheren Situation sind, dass es keine Verlockung oder keine Provokation gibt. And yet the habit formation of sexualization often manifests in the teenage years. Dennoch wird sich dann die sexuelle Formierung, diese sexuelle Prägung in den Teenagerjahren manifestieren. Which can lead to very difficult and even dangerous consequences. Und das kann zu sehr schwierigen und sogar gefährlichen Konsequenzen führen. Now we might say, in the old days you might say, oh, this is a promiscuous teenager. In den alten Tagen würde man dann vielleicht einfach sagen, das ist ein promiskuer Teenager. Nowadays you might think, oh, they are harmed or they're suffering from some trauma and they need to have some therapeutic reparation. Heute würde man vielleicht denken, oh, sie haben einen Schaden erlitten, vielleicht ein Trauma erlitten und sie brauchen eine therapeutische Hilfe zur Wiedergutmachung oder Wiederherstellung. And we often see it that they are somehow the victim of a situation. Und wir können erkennen, dass sie oft irgendwie Opfer einer Situation sind. From the Buddhist point of view, that's a somewhat simple reading. Aus buddhistischer Sicht ist das auf eine Weise auch eine vereinfachte Interpretation. There are no victims from a Dharma point of view. Vom Dharma-Standpunkt aus gibt es keine Opfer. Victim means to be someone who is acted on and without any choice. Ein Opfer ist immer jemand, an dem gehandelt wird, ohne dass er selbst eine Wahl hat. But we find ourselves in certain situations. Aber es sind wir, die wir uns in bestimmten Situationen wiederfinden. Our karma manifests as our situatedness. Und unser Karma manifestiert sich als unser In-Situation-Sein. Now, that might seem a terribly cruel thing to say about some innocent child. Das könnte erscheinen als eine sehr grausame Aussage über ein unschuldiges Kind. But what heuristic do we have if we say they are a victim? Aber über welche Heuristik verfügen wir, um zu sagen, sie sind ein Opfer? These things just happen. Diese Dinge passieren. Or we have to change society. Oder wir müssen die Gesellschaft verändern. Or school teachers should be more aware of how children are. Oder Schullehrer sollten sich dessen bewusster sein, wie Kinder sind. Something must be done by someone else. Irgendetwas muss durch irgendjemand anderen getan werden. Which is a further disempowering. Und das ist ein weiteres Entmachten. Although it's a very challenging idea, what karma is saying is it's always in your hand. Obwohl es eine sehr herausfordernde Idee ist, sagt das Karma, es liegt immer in deiner Hand. We are implicated in everything that arises for us. Wir sind in dem allen, was für uns erscheint, impliziert. If you are active in the moment of the formation of the karmic tendency, Wenn du im Augenblick der Formierung der karmischen Tendenz aktiv bist, you're likely to be the recipient of the consequence. wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass du die Konsequenzen empfangen wirst. It doesn't mean it's your fault. Das bedeutet nicht, es ist ein Fehler. You haven't selected this from a menu, Du hast es dir nicht auf eine Menükarte ausgesucht, but it arises due to the complex patterning of tendencies. sondern es entsteht aufgrund einer komplexen Musterbildung von Tendenzen. This is quite a challenging idea. Das ist eine sehr herausfordernde Idee. But what it means is that if you awaken to the ground of your own experience, Was es aber bedeutet, ist, dass wenn du zu dem Grund deiner eigenen Erfahrung erwachst, if you see the illusory nature of phenomena as they arise, wenn du die illusorische Natur von Erscheinungen, wie sie entstehen, sehen kannst, you have freedom from involvement. dann hast du die Freiheit von Involviertheit. You can elect to be involved. Du kannst wählen, ob du involviert bist. And the more you choose wisely, because you are in touch with the whole field, Und je weiser du wählen kannst, weil du dich in Kontakt mit dem gesamten Feld befindest, then karmic tendencies fall away. dann fallen karmische Tendenzen weg.
Karma is increased with the sense that I am here, I am going to do this to you. I am real, you are real, and what I do is real. Karma wird verstärkt durch dieses Empfinden, ich bin real, du bist real und ich werde jetzt was Reales dir antun und die Tat ist auch real. Ethics begins on the level of duality. Ethik beginnt auf der Ebene von Dualität. Will I help you? Will I harm you? Werde ich dir helfen? Werde ich dir Schaden zufügen? By helping you, I encourage the development of positive or life-affirming tendencies in myself. Indem ich dir helfe, ermutige ich Tendenzen in mir, die positiv sind, die das Leben fördern. By harming you, I increase negative or self-referential or supremacist notions in myself. Indem ich dir Schaden zufüge, ermutige ich eher negative Tendenzen, selbstbezügliche Tendenzen, Tendenzen zu Überlegenheitsglauben und so weiter. Because if I am just me in this body, Wenn ich nur ich bin, eben in diesem Körper, I look around at other people's lives, I see they have things that I don't have. dann schaue ich mich um und schaue in das Leben anderer Leute und sehe, dass sie Dinge haben, die ich nicht habe. So I might feel envy. Dann bin ich vielleicht neidisch. The envy might lead me through activity to stealing, Vielleicht wird dieser Neid durch Aktivität zum Diebstahl führen or seeking a quick way to make money through selling drugs. oder nach einem Weg zu suchen, schnell Geld zu machen, zum Beispiel indem ich Drogen verkaufe Or to a hopeless depression. oder zu einer hoffnungslosen Depression. I'm a failure, I'll never be like them. Ich bin ein Versager, ich werde nie so sein wie sie. All of these manifest as very limited notions as to who I am. All das manifestiert sich als eine sehr begrenzte Idee von dem, wer ich bin. I'm developing a sense of my value as a person in relation to that of other people. Ich entwickle eine Empfindung für meinen Wert als Person in Bezug oder in Beziehung zu dem der anderen Personen. They're more beautiful than me, they're healthier than me, they're richer than me. Sie sind schöner als ich, sie sind gesünder als ich, reicher als ich. And so, how I feel about myself in being linked to this moving field of other people around me can increase or decrease. Und so kann das, wie ich mich selbst fühle, in Bezug auf das Feld von all diesen anderen, die als Erscheinung für mich erscheinen, kann, je nachdem wie das kommt, dann meinen eigenen Wert vermindern oder erhöhen. And this is the instability of our ego self. Und das ist genau die Instabilität unseres Ego-Ichs. We never feel quite secure. Wir fühlen uns niemals so ziemlich sicher, Events can change. denn Ereignisse verändern sich. You're doing okay at work, Vielleicht ist in der Arbeit alles okay, and then you get a new boss. und dann kriegst du einen neuen Chef And for some reason, they don't like you. und aus irgendeinem Grund mag er dich nicht. Life becomes hard. Und dann wird das Leben hart. You don't understand why they don't like you. Du verstehst nicht, warum er dich nicht mag. You try your best to make a better relationship, Du tust dein Bestes, um die Beziehung zu verbessern, but it doesn't work. doch klappt es nicht. So you can think, oh, I'm a victim, poor me, time for more whiskey. Du kannst dann denken, no, ich bin ein Opfer, ich arme, Zeit für einen neuen Whisky. Or from the Buddhist point of view, you think, oh, now I am being oppressed and rejected and put down. Oder vom buddhistischen Standpunkt kannst du darüber nachdenken, jetzt werde ich unterdrückt, abgelehnt, herabgestuft. This arises due to my own behavior of putting people down and humiliating them. Das entsteht aufgrund meines eigenen Verhaltens, Leute herabzusetzen, sie zu demütigen. When I have put other people down, my mind has been covered in the 5 poisons. Als ich die anderen herabgesetzt habe, war mein Geist zugedeckt durch die 5 Geistesgifte. I have had the dullness that lacked clarity, so I took the other person as strongly real. Ich hatte die Stumpfheit, die Klarheit, der Klarheit ermangelt, sodass ich die andere Person als stark real empfand. I had a desire to be superior. Ich hatte das Begehren, überlegen zu sein. An aversion to how they are. Eine Abneigung dagegen, wie sie sind. An anxious jealousy that they might surpass me.
eine ängstliche Eifersucht, dass sie mich vielleicht übertreffen können. Determination to maintain my pride. Und eine Entschlossenheit, meinen Stolz zu wahren. And on the basis of this, I put the other person down. Und auf diese Grundlage habe ich die andere Person herabgesetzt. Due to causes and conditions, this behavior arises. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht dieses Verhalten. So then we start to see that although it's quick and easy to say, my boss is a bastard, Und auf diese Weise können wir sehen, dass es, obwohl es eine schnelle und einfache Lösung ist, zu sagen, dass mein Chef ein Idiot ist, this simply imprisons me in a fixed dualism. dass diese Feststellung mich dennoch einfach nur in einer fixierten Dualität gefangen hält. But if I start to see the dynamic interactive processes which give rise to this situation, Wenn ich aber die dynamischen, interaktiven Prozesse sehen kann, die einer solchen Situation zum Entstehen verhelfen, then instead of feeling oppressed by the person, we can start to feel sympathy for the way in which they are trapped inside their need to be in control. statt also sich unterdrückt zu fühlen durch die Person, können wir so etwas wie eine Sympathie empfinden für eine Person, die so in die Falle ihres Bedürfnisses nach Kontrolle geraten sind. So that fixation and judgment are replaced by insight and clarity. Sodass diese Fixiertheit, das Fixieren und Beurteilen ersetzt werden durch Klarheit. So if we see that these stages of ignorance is not an account of historical development, although it can also be presented in that way, Und wir müssen erkennen, dass diese Abstufung der Unwissenheit in 4 Stufen nicht eine Erzählung über eine historische Abfolge darüber ist, wie sich Ignoranz entwickelt, obwohl es natürlich auch so verstanden werden kann. it is primarily an account of our direct experience in the moment. Es ist im Wesentlichen eine Erzählung darüber, wie unsere unmittelbare Erfahrung des Augenblicks sein kann. So when we sit in a meditation, Wenn wir also in Meditation sitzen, all sorts of things are coming and going. werden alle möglichen Dinge kommen und auch gehen. Maybe we hear this brrr sound, Vielleicht hören wir da irgendein Brummen, motorbikes. Motorräder, They drive so dangerously. die fahren so gefährlich. They want to die themselves and they might kill me. Sie wollen selbst sterben und vielleicht töten sie auch mich irgendwie. Thoughts easily linked together. Und so verknüpft sich ein Gedanke mit dem anderen. So there you have the first level of ignorance, something. Wir haben hier also die erste Stufe der Unwissenheit, ein Etwas. The sound was already dissolving in the air. Der Klang löste sich bereits in der Luft auf, Motorbike. aber wir haben es dann als Motorrad identifiziert. We're not adding anything by the thought motorbike. Wir fügen dem eigentlich überhaupt nichts hinzu, wenn wir sagen Motorrad. I know what has caused the sound, motorbike. Ich weiß, was den Klang verursacht hat, ein Motorrad. So now we have the sound which is receding and the thought which is trying to build on it. Und jetzt haben wir sozusagen den Klang, der eigentlich schon am Weggehen ist, und einen Gedanken, der versucht, sich auf diesem Ereignis aufzubauen. So that's the second level. Das ist die zweite Stufe. It's open and it's coming into closure Offen, simultaneously. aber schon auf dem Weg zum Verschluss. Then we start to have thoughts about it. Und dann beginnen wir Gedanken darüber zu hegen. This is the third level of naming and elaborating our own interpretation. Das ist die dritte Stufe des Benennens und des Herausarbeitens unserer eigenen Interpretation. So many of them die every year. So viele von ihnen sterben jedes Jahr. The roads aren't safe in the summer. Die Straßen sind im Sommer unsicher. All kinds of thoughts can arise. Alle möglichen Arten von Gedanken können kommen. What you're doing is you're bringing yourself to the conclusion, the fourth level of ignorance, that you know how it is. Und was du dann tust, ist, dass du dich selbst zu einer Schlussfolgerung bringst. Das ist die vierte Stufe der Ignoranz, dass du nämlich weißt, wie es ist. So this vanishing sound brrr, has led to you confirming, yeah, I know about road safety. Und dieser einfache Klang von Brummen hat am Ende dazu geführt, dass du sozusagen eine selbstbestätigende Idee hast, dass du weißt, was die Straßensicherheit ist.
Well, you can observe this process in yourself. Und ihr könnt diese Prozesse für euch selbst beobachten. How the most thin, transient, manifesting moment Wie das dünnste, transparentste, vorübergehendste Ding, das sich manifestiert, can become a basis on which other thoughts come in, and that accumulation leads to something quite definitive and restrictive. zu einer Basis führen können oder werden können, auf denen sich andere Gedanken niederlassen können, die letztlich zu etwas sehr Begrenzten, sehr, sehr Festen führen, sehr Beschränkenden führen. So then we can see why we have the meditation instruction. Und dann kannst du erkennen, warum du die Meditationsunterweisung hast. Don't merge into what is arising. Verschmelze nicht mit dem, was aufkommt. Don't stand back and observe it. Ziehe dich aber auch nicht zurück als Beobachter. Be present with it. Sei mit der Erscheinung gegenwärtig, Not judging, ohne zu urteilen, evaluating. ohne zu bewerten. Being present there as it arises. Sei gegenwärtig da, wie es erscheint. It's arising within the openness of the mind. Es entsteht ohnehin in der Offenheit des Geistes. Don't do anything. Mache gar nichts. If you don't do anything, then dissolves. Wenn wir nichts tun, dann wird sich dieses Brummen einfach auflösen. Something lands on your head. Irgendetwas landet auf dem Kopf, Maybe it's a wasp. vielleicht eine Wespe. Why is it landed on you? Warum ist es auf mir gelandet? It's just it will sting you or not sting you. You don't know. Es ist nur ein Kabel und es wird stechen oder nicht stechen. Wir wissen nicht. But I don't want it to sting me. Aber ich will nicht, dass es mich sticht. Thoughts winding you. Und dann windet sich ein Gedanke auf dem anderen. I'm just trying to take care of myself. Ich versuche ja nur für mich selbst zu sorgen. Now I know I'm a Buddhist and the self is an illusion, but anyway, I don't want to get stuck. Nun, ich bin ein Buddhist und weiß, dass das Selbst eine Illusion ist, aber immerhin, ich will nicht gestochen werden. So, again and again, just be present with how experience is arising. Wieder und wieder, sei gegenwärtig in der Art und Weise, wie Erfahrung erscheint. Don't judge yourself, don't blame yourself, don't encourage yourself to try harder. Verurteile dich nicht, beschuldige dich nicht, versuche nicht, dich selbst zu ermutigen, es noch härter zu versuchen. Just relax and open and allow yourself to see how it is. Entspanne dich einfach, öffne dich und erlaube dir zu sehen, wie es ist. How it is as revealed to you when you don't interpret. Wie es ist, wie es dir gezeigt wird, wenn du aufhörst zu interpretieren. We'll have the break for lunch soon. Wir haben jetzt gleich eine Mittagspause We have a break then till 3 o'clock. und fangen dann erst um 3 an, haben also dann eine Pause. You have some time to do more practice outside. Ihr habt ein bisschen Zeit, auch draußen ein bisschen Praxis zu machen. And in particular, you can make use of the plants and the stones. Insbesondere könnt ihr den Gebrauch von Pflanzen, Steinen machen. For example, by going to a bush Zum Beispiel, indem ihr zu einem Busch geht, and breathe out ausatmet and receive the bush. und den Busch empfangen. And whenever you find yourself telling the bush what it is, Und wann immer ihr findet, dass ihr dem Busch sagen wollt, was es ist, giving your opinion about the bush, und eure Meinung dem Busch geben wollt, or your mind wandering off somewhere else, oder vielleicht wandert unser Geist überhaupt woanders hin, just return yourself to relaxed, open hospitality and receive the bush as she gives herself to you. Dann kehr doch zurück zu dieser offenen Empfänglichkeit, Gastfreundschaft und erlaubt dem Busch, dass er sich so geben kann, wie er sich euch gibt. You can do this with motor cars as well. Ihr könnt das auch mit Autos machen. Start, this is a car. Wir beginnen damit, das ist ein Auto. Oh, I'm so sorry. Oh, tut mir leid. Begun by calling you a car. Ich habe damit angefangen, dass ich dich ein Auto genannt habe. Please disclose yourself to me. Bitte zeige dich mir. Cars are very shy. Autos sind aber sehr scheu. That's why they're covered in little signs to tell you who they are. Deswegen haben sie so kleine Zeichen, die uns sagen, wer So sie sind. you read the little insignia and now you know, oh, it's that kind of car.
dann liest du dieses kleine Insignum und dann weißt du, welche Art von Auto das ist. Now we want to become like the holy fool, Jetzt wollen wir aber wie der heilige Narr werden, the village idiot. der Dorftrottel. We don't know anything. Wir wissen gar nichts. Look with big eyes. Wir schauen mit großen Augen. See color, shadow. Wir sehen Farbe, Schatten. That's already a concept. Auch das ist schon ein Konzept. Peel back and peel back all that you're projecting out. Ziehe Schale für Schale all das, was du projizierst, wieder zurück. Always our question is, how is it, not what is it. Unsere Frage ist immer, wie ist es und nicht, was ist es. Oh, that's a good way to amuse yourself. Das ist eine schöne Art, sich nachmittags zu amüsieren. So we have lunch now and we're back at 3 and we need to mark out, someone could mark out which is for non-students. Wir haben jetzt also Mittagessen und kommen zurück hier um 3. Und wenn jemand doch bitte einen Tisch oder zwei für die, die nicht sprechen wollen, markieren würde.